Häufig ist schon die Patientenidentifizierung schwierig bei den konventionell übersandten Aufträgen oder die fachlichen Angaben sind einfach so unvollständig, dass wir die Diagnostik nicht in vollem Umfang ansetzen können, sondern nochmal hinterher telefonieren müssen. Das wirkt eigentlich doch etwas anachronistisch in einer Zeit wie der heutigen noch so zu arbeiten. Daher denke ich und wiederhole mich da gerne, dass die digitale Auftragseingabe mittelfristig alternativlos sein wird. Das Münchner Leukämielabor ist ein international führender Anbieter für Leukämiediagnostik. Wir haben also speziell auf dem deutschen Markt eine sehr starke Position. Das heißt, ein Großteil der ambulanten und stationären hämatologischen Versorger schickt Proben zu uns für die Diagnostik von Leukämien und ähnlichen Erkrankungen. Und wir sind gleichzeitig auch ein Innovationstreiber, sage ich mal, ganz selbstbewusst. Das heißt, wir legen sehr großen Wert auf die Digitalisierung, auf die Automatisierung in unserem Labor, sowohl was Robotik angeht, sowohl was die Implementierung zum Beispiel von Machine Learning Methoden angeht für die verschiedenen diagnostischen Bereiche. Das sind so die Dinge, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Ein grundsätzliches Problem ist natürlich die Komplexität der Leukämiediagnostik heutzutage. Und diese Komplexität wird nicht weniger, sondern wird mehr und wird in den nächsten Jahren kontinuierlich immer mehr werden. Und in so einem, ich sage mal, etwas flapsig diagnostischen Dschungel findet sich der Einsender, der nebenher womöglich noch Mammakarzinome und Darmtumoren behandeln muss, teilweise immer schwieriger zurecht. Deswegen sind wir dankbar, dass das Order-Entry-System einerseits eine große Hilfestellung schon allein bei der Methodenauswahl und bei dem, ich sage mal, Durchforsten dieses Methodendschungels bietet, dass also der Einsender basierend auf seinem Kenntnisstand da mehr oder weniger Hilfestellungen auch individuell für sich anfordern kann. Andererseits erleichtert es uns natürlich das Ganze wiederum, wenn die Aufträge dann entsprechend schon mit einer höheren Präzision und inhaltlich korrekter bei uns eintreffen. Es wird in den nächsten Jahren immer komplexer werden und da wird auch unser Untersuchungsspektrum sich kontinuierlich daran orientieren und kontinuierlich komplexer und granulierter werden und da sind wir natürlich sehr dankbar, dass wir mit der Firma Dorner einen sehr flexiblen Partner haben, der immer danach strebt, auch die State-of-the-Art-Diagnostik zeitnah in unser Order-Entry-System zu implementieren und da entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Gleichzeitig das Ganze aber auch immer einfacher zu gestalten, noch intuitiver zu gestalten. So sind zum Beispiel momentan auch ja, ich sag mal so One-Stop-Shop-Pakete in Arbeit, wo es dem Einsender je nach Verdachtsdiagnose ermöglicht sein wird, mit 1 oder 2 Klicks ein komplexes Untersuchungsspektrum angepasst an die jeweilige Verdachtsdiagnose zu beauftragen, ohne jetzt minutenlang sich durch die komplexen Methodenauswahl und Parameterauswahl navigieren zu müssen. Ja, die Portale haben für uns letztendlich eine entscheidende Bedeutung und ich denke mittelfristig zumindest auch für unsere Einsender, weil es ist ja absehbar, dass im Medizinwesen sowie in allen anderen Bereichen des täglichen Lebens die Digitalisierung immer mehr Einzug hält. Ist letztendlich ja die Frage, wie lange kann ich noch auf ein Order-Entry-Portal oder ein digitales Befundportal verzichten überhaupt. Das heißt, wie lange werden Probenaufträge und Befundabrufe auf herkömmlichem Wege noch möglich sein, sei es jetzt technisch, sei es datenschutzrechtlich. Insofern kommt man, denke ich, auf Dauer gar nicht um die Nutzung dieser Portale drum herum.